Tokio. Über Shibuya Crossing strömen täglich Millionen Menschen und das ist nur ein winziger Ausschnitt aus dem endlosen Fluss, der diese Stadt so einzigartig macht. Leuchtende Straßen, riesige Türme, pulsierende Energie. Tokio überwältigt dich auf jeden Blick. Und doch entdeckt man zwischen all dem Trubel immer wieder Momente, die einem den Atem rauben. Ein versteckter Schrein, schmale Gassen, kleine Plätze voller Ruhe und Staunen. Wir zeigen dir, was du auf keinen Fall in Tokio verpassen solltest. Übrigens sind wir gerade zur Herbstzeit hier in Tokio und stehen gerade hier am Meiji-Jingu Garden, denn das ist ein sehr beliebter Fotospot. Wenn sich hier alle Bäume gelb färben, sieht das mega schön aus. Bei uns sind hier noch einige grün, hier einige gelb, aber ich kann mir gut vorstellen, dass in den nächsten Tagen hier alles gelb sein wird. Wir haben gerade mal nachgeschaut. Angeblich dauert es ungefähr 5 bis 10 Tage, bis sich alle Bäume hier gelb färben. Aber ich muss sagen, diese halb gelb, halb grün Kombi hat auch irgendwie was. Die Lieblingszeit, um nach Japan zu kommen, sind wirklich die Kirschblütenzeit, also im Frühling und im Herbst, wenn sich alle Blätter gelb und rot färben. Ihr müsst damit aber rechnen, dass es ein bisschen voll sein wird und oftmals ist es auch so, dass viele Hotels viel, viel teurer sind und teilweise Attraktionen sogar teurer sind. Und jetzt noch ein kleiner Geheimtipp. Und zwar wissen das viele gar nicht, aber es gibt hier einfach eine komplett kostenlose Aussichtsplattform. Und zwar befindet sie sich auf dem Tokyo Metropolitan Government Building. Es gibt hier übrigens auch 2 Aussichtsplattformen, einmal einen nördlichen und einen südlichen. Wir stehen gerade hier auf den nördlichen. Wir stehen jetzt auf der südlichen Seite und die Aussicht ist wirklich sehr ähnlich. Von hier aus seht ihr auch Tokyo Skytree. Übrigens befinden sich beide Plattformen im 45. Stockwerk. Die sehen sich wirklich auch sehr, sehr ähnlich. Also ihr habt minimale Unterschiede vielleicht. Es reicht vollkommen aus, eine Plattform auszusuchen und diese hochzugehen. Hier hinten ist übrigens der nördliche Turm. Wir befinden uns gerade im Stadtviertel Shinjuku und hier soll man eine gigantische 3D-Katze sehen können. Die Katze erscheint lebensecht in 3D, weil der Bildschirm auch so gebogen ist. Daher sieht es auch so aus, als würde die Katze aus dem Bildschirm rausgucken. Die Katze macht auch nicht die ganze Zeit das Gleiche. Zum Beispiel am Morgen wacht sie auf und streckt sich so ein bisschen. Mittags spielt sie sehr viel und legt sich auch mal hin. Und abends legt sie sich dann zum Schlafen. Das Ganze wurde 2021 enthüllt und ging relativ schnell viral auf Social Media. Und seitdem ist es ein sehr beliebter Ort bei Touristen. Ein paar Meter weiter könnt ihr einen 12 Meter großen Kopf von Godzilla sehen. Und wenn ihr zur richtigen Zeit kommt, brüllt er sogar und seine Augen werden rot.
genau so habe ich mir Japan vorgestellt. Es ist extrem voll, extrem laut und überall leuchten Schilder. Wir befinden uns gerade beim Hanazono-Schrein. Er befindet sich auch mitten in Shinjuku. Normalerweise ist es hier eher ruhiger, aber heute sind wir zufällig mitten in ein Fest reingestolpert. Deswegen ist hier gerade so viel los. Diese weißen Zettel hier sind übrigens Wahrsagezettel und enthalten Prophezeiungen über Glück, Liebe, Karriere und so weiter. Wenn die Prophezeiung schlecht ist, knoten es viele zusammen an so einem Holzgestell, um das Glück sozusagen festzubinden und zurückzulassen. Und wenn die Prophezeiung gut ist, nehmen sie den Zettel mit nach Hause als eine Art Glücksbringer. Es gibt hier auch jede Menge Streetfood. Leider haben wir heute schon Abend gegessen. Es geht leider also nichts mehr rein. Wir haben eine Grünteefüllung genommen und das Ganze kostet auch nur 200 Yen. Kleiner Hinweis zwischendurch. Rund 85% von euch schauen unsere Videos, haben aber noch nicht abonniert. Wenn euch unsere Reisen gefallen und ihr Lust auf ehrliche Reisetipps, Routen und besondere Orte habt, lasst gerne ein kostenloses Abo da. So verpasst ihr auch keine neuen Videos. Wir sind gerade beim Sensoji-Tempel und Asakusa-Schrein und die beiden liegen direkt nebeneinander. Der Sensoji-Tempel ist Tokios ältester buddhistischer Tempel und im Gegensatz dazu ist der Asakusa-Schrein ein shintoistischer Schrein. Es ist ziemlich selten eigentlich, dass buddhistische und shintoistische Orte so nah nebeneinander liegen. Das berühmte Eingangstor mit der riesigen roten Laterne heißt übrigens Kaminarimon und ist eines der meist fotografiertesten Wahrzeichen in Tokio. Viele fächern sich gerade hinter mir rauf vom Räucherbecken zu, weil das anscheinend heilend wirken soll. Okay, es wird gerade ein bisschen voll, deswegen ziehen wir auch schon weiter. Ich habe gehört, dass es abends hier auch sehr schön sein soll, deswegen kommen wir abends nochmal wieder. Und unsere Unterkunft ist jetzt auch nicht so weit entfernt davon, deshalb liegt es eigentlich auf dem Weg. Wir stehen hier gerade in Ginza, das ist Tokios teuerstes Einkaufsviertel und dieses Viertel ist ein bisschen vergleichbar mit der Champs-Élysées in Paris oder der Fifth Avenue in New York. Dadurch, dass die Gebäude hier alle so hoch sind, kann man sich das Viertel auch sehr gut von oben anschauen. Wir haben uns für das Ginza Six entschieden. Das ist ein Luxus-Einkaufszentrum hier. Denn dieses Einkaufszentrum bietet einen 360° Rooftop-Garten, der komplett kostenlos zugänglich ist. Hier findet man auch sehr viele Flagship-Stores von zum Beispiel Chanel, Dior, Louis Vuitton, Gucci, aber natürlich auch japanische Luxusmarken. Da wir leider kein Geld haben, können wir die Gebäude nur von außen bestaunen. Mitten in Ginza befindet sich auch der größte Uniqlo der Welt, insgesamt 12 Stockwerke mit einem eigenen Café.
Falls ihr euch entspannen wollt, können wir euch den Ueno Park empfehlen. Der Park ist besonders berühmt für seine Kirschblüten, denn zur Sakura-Zeit stehen hier über Tausende von Kirschbäumen. Leider sind wir ja nicht zur Kirschblütenzeit hier, aber ich finde, im Herbst sieht es auch sehr schön aus. Also der Park ist wirklich gigantisch. Er ist 54 Hektar groß. Das entspricht ca. 75 Fußballfelder. Man kann hier nicht nur spazieren, sondern es gibt hier auch einen Teich, ein Zoo, einen Tempel und mehrere Museen zu sehen. Wir stehen jetzt vor dem Teich und der Teich ist voller Seerosenblätter. Die sind richtig groß und es sieht richtig besonders aus. Ich stehe gerade hier vor der Ueno Ameyoko Shopping Street und Ame bedeutet so viel wie Süßigkeiten übersetzt, denn damals wurden hier sehr viele Bonbons verkauft. Die Straße ist etwa 500 Meter lang und es existieren hier etwa 400 Geschäfte, von Klamotten bis hin zu Süßigkeiten, bis hin zu Schuhen, bis hin zu Taschen und auch Streetfood findet man hier wirklich alles. Falls ihr euren Döner aus Deutschland vermisst, wir haben hier, glaube ich, schon 2 oder 3 Dönerstände gesehen. Also hier findet ihr den auf jeden Fall. Falls ihr euch für Anime interessiert, können wir euch auf jeden Fall das Viertel Akihabara empfehlen, denn hier dreht sich alles um japanische Popkultur. Man kann hier in eines der zahlreichen Maid-Cafés gehen oder zum Beispiel in den Arkaden Spiele spielen oder natürlich Anime-Merch oder auch so Souvenirs kaufen. Denkt beim Shoppen daran, euer Pass mitzunehmen, denn die meisten Läden bieten Tax-Free an. Wie versprochen sind wir wieder zurück am Sensoji-Tempel und ich muss sagen, am Abend ist der Tempel nochmal richtig, richtig schön. Es ist gerade 22 Uhr und es ist trotzdem extrem viel los hier. Also ich würde sagen, es ist vielleicht 10-fach weniger los als am Mittag. Bevor ihr zurück ins Hotel geht, besucht auf jeden Fall den Sumida Riverwalk. Von hier aus habt ihr einen wunderschönen Blick auf Tokyo Skytree. Es ist extrem ruhig hier. Hier seht ihr jemanden angeln, da joggt jemand und hier drüben seht ihr noch die Bahn fahren. Backtracking on memory lanes, hoping it's not just a wonder. I can't be watching, waiting for changes, wondering for the right time. Wir sind gerade auf dem Weg zu dem Meiji-Schrein und stehen gerade vor den Tori-Toren. Um genau zu sein, ist das das Haupttor
Die sind besonders beeindruckend, weil die so riesig sind und sie symbolisieren den Übergang von der Welt zum Heiligen. Der Schrein liegt in einem 170 Hektar großen, künstlich angelegten Wald mit über 100.000 Bäumen. Hinter mir könnt ihr ganz viele kleine Holztafeln sehen. Da schreiben viele Besucher ihre Wünsche drauf und hängen sie dann hier beim Schrein auf. Es handelt sich hierbei um keinen Tempel, sondern um einen Shinto-Schrein. Es dient der Verehrung von Gottheiten, in diesem Fall den Seelen des Kaiserpaares. Diese zwei großen Bäume hinter mir gelten als heilig, denn sie wurden 1920 zur Einweihung des Schreins hier eingepflanzt. Sie sind auch bekannt unter dem Namen Ehepaarbäume, denn sie symbolisieren eine glückliche Ehe, ein harmonisches Familienleben und häusliches Glück. Wir stehen gerade hier vor der wahrscheinlich berühmtesten Kreuzung der ganzen Welt. Und zwar ist das nichts anderes als Shibuya Cross. Täglich passieren ca. 2 Millionen Menschen in Shibuya Cross und wenn grün ist, laufen ca. 3000 Menschen gleichzeitig rüber. Eine sehr schöne Aussicht über den Shibuya Cross habt ihr von dem Starbucks hier. Das wäre komplett kostenlos. Oder natürlich von Shibuya Sky. Das zeigen wir euch gleich. Vielleicht kennt ihr auch den Film Hachiko. Direkt beim Shibuya Cross gibt es nämlich eine Statue von dem Hund aus Hachiko. Wenn ihr ein Foto mit der Figur von Hachiko machen wollt, müsst ihr auf jeden Fall sehr viel Zeit mitbringen, denn die Schlange ist wirklich sehr lang. Und das ist die Aussicht vom Shibuya Sky, dem höchsten Gebäude hier in Shibuya. Ich denke, eine bessere Aussicht als hier kriegt man wahrscheinlich nicht. Falls ihr auch auf den Shibuya Sky gehen wollt, würden wir euch empfehlen, die Tickets vorher zu kaufen. Man kann die maximal 2 Wochen vorher kaufen. Das haben wir auch so gemacht und die waren trotzdem sehr, sehr schnell weg. Vor allem, wenn ihr zu der Peakzeit kommen wollt, also zum Sonnenuntergang, sind die wie heiße Semmeln weg. Deswegen unbedingt vorher buchen und kaufen. Vor Ort kriegt ihr eigentlich auch keine mehr. Die Sonne geht gerade unter und die Leute machen schon alle Fotos. Es sieht einfach so schön aus, wirklich richtig, richtig schön.
Für uns war es wirklich perfekt. Wir haben Tokio bei Tag, zum Sonnenuntergang und bei Nacht gesehen. Es war wirklich alles drei so schön. Welche Tageszeit fandet ihr am schönsten? Schreibt das mal in die Kommentare. Willkommen zurück zu einem neuen Tag. Wir stehen hier gerade bei Lawson und das ist kein normaler Lawson. Denn von diesem Lawson aus hat man eine perfekte Aussicht auf den Mount Fuji, denn heute dreht sich alles um den Mount Fuji. Wenn ihr den Mount Fuji sehen wollt, kann ich euch empfehlen, nach Kawaguchiko zu fahren, denn hier gibt es sehr viele Spots, wo man ihn ganz gut sehen kann, wenn man ihn überhaupt sehen kann. In Tokio ist es ein bisschen schwieriger, aber die Fahrt von Tokio nach Kawaguchiko ist auch nicht so schwer. Man kann entweder mit dem Zug oder mit dem Bus fahren. Wir haben uns für den Bus entschieden. Das hat uns 49 € für 2 Personen hin und zurück gekostet und dauert normalerweise auch nur 2 Stunden, wenn man nicht wie wir im Stau steckt. Wir sind jetzt mit dem Bus zum See gefahren und am See hier gibt es mehrere Spots, wo man den Mount Fuji betrachten kann. Unser erster Spot hier ist der Oishi Park und ich muss sagen, das sieht hier mega krass aus mit dem ganzen Gras hier im Hintergrund und dann das Wasser und die Berge. Einfach wow. Alleine die Busfahrt hierhin war schon richtig schön. Ich habe noch nie so rote Blätter gesehen. Das in Tokio ist einfach gar nichts im Gegensatz hierzu. Es sind jetzt ein paar Wolken aufgetaucht und man sieht den Mount Fuji leider nicht mehr komplett, aber es sieht trotzdem wirklich sehr, sehr schön aus. Es lohnt sich trotzdem herzukommen, auch wenn man keinen Mount Fuji sehen sollte. Schaut mal an, wie rot die Blätter sind. Das sieht alles so surreal aus für mich. Der Mount Fuji ist nicht nur Japans höchster Berg, er ist auch noch ein aktiver Vulkan und in der Shinto- und buddhistischen Religion gilt er als heilig. Wir sind jetzt bei unserem nächsten Spot angekommen und zwar ist es der Lake Kawagashi Maple Corridor und hier sind ganz viele Bäume nebeneinander in Rot, Grün, Gelb. Und in der Mitte ist ein kleiner Fluss und das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Man kann hier zu den einzelnen Spots eigentlich auch sehr gut laufen, denn die liegen alle am See und man läuft dann auch nur so 10 bis maximum 20 Minuten. Falls ihr es einrichten könnt und genug Zeit habt, können wir euch sogar empfehlen, hier vielleicht eine Nacht zu übernachten. Dann könnt ihr nämlich auch den Sonnenaufgang bei Mount Fuji sehen und der soll nämlich sehr, sehr schön sein. Wir haben uns ja nur für einen Tagestrip entschieden. An sich hätte er wahrscheinlich auch gereicht, aber zum Beispiel die berühmte Pagode haben wir leider nicht geschafft. Unter anderem auch, weil unser Bus 1 Stunde Verspätung hatte. Aber nicht so schlimm, dafür können wir den Sonnenuntergang hier sehen und er sieht auch sehr, sehr schön aus. Der Mount Fuji war für uns eines der Highlights dieser Tokio-Reise und hat uns gezeigt, wie vielseitig Japan wirklich ist. Einen besseren ersten Einblick in Japan hätten wir kaum haben können. Wenn du noch mehr von unserer Reise sehen willst, findest du auf unserem Kanal weitere Videos.